Wir unterscheiden 3 Formen der Zusammenarbeit. Bei Human in Command unterstützt die KI den Menschen bei seiner Entscheidungsfindung. Ein Navigationssystem schlägt zum Beispiel die aktuell beste Route vor. Der Mensch entscheidet jedoch selbstständig, ob er dieser Empfehlung folgt oder eben nicht. Human in the Loop bedeutet, dass der Mensch in den Entscheidungsprozess eingebunden bleibt. Der Parkassistent parkt das Auto selbstständig ein. Der Mensch kann jedoch jederzeit eingreifen. Human on the Loop bedeutet, dass die Entscheidungsfindung an die KI delegiert wird. Dies wäre bei einem Notbremssystem der Fall. Wichtig ist, dass der Mensch die Entscheidung nachvollziehen kann. Denn jede KI ist nur so intelligent wie der Mensch dahinter. Deshalb muss der Mensch Teil des Entscheidungsprozesses bleiben oder die Entscheidung zumindest nachvollziehen können. Die KPIs sind von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich. Oftmals geht es um die Optimierung eines Warenflusses oder eines Verbrauchs wie Energie, Chemie oder Treibstoff. Beim Asset Monitoring hingegen sind die Performance, die Verfügbarkeit und die fehlerfreie Funktion wichtige Kennzahlen. Am Ende des Tages muss jede IoT natürlich immer zum Geschäftsergebnis beitragen. Das können Einsparungen, zusätzliche Gewinne oder auch die Erhöhung von Kundenzufriedenheit, Servicequalität oder Marktanteile sein. Bei Predictive Maintenance werden Wartungen vorausgesagt, um einen ungestörten Betrieb zu ermöglichen. Studien für die Wartung von Pumpen haben ergeben, dass Wartungen nach fixen Intervallen mit 24 € zu Buche schlagen. Reaktive Wartungen senken die Kosten immerhin auf 17 €. Mit Predictive Maintenance ist eine proaktive Wartung möglich und die Kosten werden beinahe halbiert. Bei IoT geht es nicht darum, etwas zu tun, was gerade in ist. Es geht darum, etwas zu tun, das Sinn macht. Einfach eine große Menge an Daten zu sammeln, weil man es kann, macht keinen Sinn. Intuition kann dabei helfen, Impulse wahrzunehmen, um herauszufinden, was denn nun für das eigene Business Sinn macht. Gerade zu Beginn und bei der Evaluierung des Nutzens von IoT für das eigene Unternehmen kann es durchaus gewinnbringend sein, externe Experten wie unser Advisory-Team mit ins Boot zu holen. Wo Intuition eine wichtige Rolle spielt, ist die Bedienung der Anwendung. Um eine breite Akzeptanz für IoT zu schaffen, müssen die Anwendungen intuitiv bedienbar sein. Technologie und IoT darf nie zum Selbstzweck werden. Überlegen Sie sich also im Vorhinein, was Sie warum machen. In diesem Prozess der Ideenfindung und der Konzeption können externe Experten helfen, um schneller und gezielter voranzukommen. Unser Advisory-Programm bietet eine umfassende Begleitung für erfolgreiche IoT-Lösungen. Advisory unterstützt Sie bereits dabei herauszufinden, ob und wie IoT Ihr Unternehmen vorwärts bringen kann. Aber auch bei der tatsächlichen Umsetzung und dem Projektmanagement ist Advisory Ihr Partner auf Augenhöhe. Bei Big Data wird eine große Menge an Daten gesammelt. Beim Sammeln weiß man manchmal noch gar nicht so genau warum. Es gibt natürlich eine Hypothese, die man untersuchen möchte. Die Daten werden maschinell erfasst, analysiert und so sollen neue Erkenntnisse gewonnen werden. Bei Smart Data hingegen sammelt man nur die tatsächlich benötigten Daten, um eine definierte Aufgabe zu erfüllen. Denn in der Praxis spielen Übertragungsraten, Rechenleistung, Speicherplatz und Co. sehr wohl eine Rolle. Und man sollte sich im Vorhinein überlegen, was man braucht. So spart man Ressourcen und vor allem Geld. Unsupervised Learning, also das unüberwachte Lernen, gibt der Maschine keinen Zielwert vor, kein richtig oder falsch. Die Maschine bekommt auch keine Rückmeldung, ob sie richtig oder falsch entschieden hat. Diese Art des Lernens wird verwendet, um aus einer großen Menge an Daten Unregelmäßigkeiten herauszufiltern oder auch für automatisches Clustering. Bei Supervised Learning hingegen versucht man ein gegebenes Wissen nachzubilden. So kann man also den Lernerfolg überwachen. Überwachtes Lernen wäre beispielsweise, die Maschine mit vielen Katzen- und Hundefotos zu füttern, bis die Maschine eines Tages in der Lage ist, selbstständig zwischen Katze und Hund zu unterscheiden.